Also die größte Herausforderung ist ja beim Zeichnen, die Proportionen zu beherrschen und die Einzelteile beim Auge dann alle zusammenzubringen. Also zum Beispiel in der richtigen Reihenfolge zu zeichnen. Ja. Also das, was hinten ist, wird zuerst gezeichnet und das, was vorne liegt, wird dann rüber gezeichnet, ja, sodass man eine Tiefe in seiner Zeichnung erzielt. Ja. Zeichnen ist immer Wissen und Beobachten und beides zusammengebracht gibt eine richtige Lawine. Beim Auge ist es wichtig, dass wir mit dem Fundament anfangen. Du siehst hier schon, ich habe hier eine Holzkugel. Das Auge ist ja der Augapfel ist ja eine Kugel. Und entsprechend dieser geometrischen Form verhalten sich auch Licht- und Schattengesetze, ja, die wir beim Auge unbedingt beachten müssen. Also ein wenig Theorie, Entschuldigung, ist durchaus hilfreich. So, jetzt kommen wir in die zweite Stufe. Ich werde es ein bisschen veranschaulichen, ein bisschen besser. Ja. Du siehst, hier ist mein Augenmodell für meine Kose. Und ich möchte dir jetzt hier die sozusagen einzelnen Teile kurz mal näher bringen, damit du weißt, wenn ich das nachher zeichne, was damit genau gemeint ist. Also, wir haben hier die Kugelform, den Augapfel. Im Wesentlichen sehen wir ja nur das. Das bedeutet, wir haben das untere Lid und das obere Lid. Wir haben die Iris, die Pupille und die Lichtreflexe. Wir haben die oberen Wimpern und die unteren Wimpern. Und wir haben hier die Lidfalte, die obere und die untere. Ja, das siehst du hier auch nochmal sehr gut, die untere Lidfalte, die obere. Und die Augenbraue hat hier nicht mehr raufgepasst. Die Augenbraue kommt natürlich auch direkt dazu. Und diese einzelnen Teile zeichnen wir jetzt und fügen sie als ein ganzes Auge zusammen. Ja, und im Abschluss zeige ich dir noch, wie man mit der fotorealistischen Technik gute Effekte erzielen kann. Ja, dazu gibt es auch noch eine kurze Einführung. Also, genug der Worte. Lass uns direkt durchstarten und schnapp dir deinen Stift und los geht's. Also, wir fangen an mit dem, den hatte ich gerade noch vergessen zu beschreiben, der war auch nicht so gut zu sehen, ja, dem Tränenkanal. Ja, der Tränenkanal ist eine kleine Bucht, die führen wir hier rüber. Ja, und zeichnen dann das untere Lid und das obere Lid. Ja, also das Fundament des Auges. Nutze ruhig die Hilfslinien, gehe hier schön rum. Ja, du musst immer daran denken, dass es eine Kugel ist. Das ist wichtig beim Zeichnen. Also das untere Lid geht hier hoch rum um diese Kugelform. Die Außenseite ist höher als die Innenseite. Dann setzen wir hier unten an und ziehen hier uns eine Linie hoch, ungefähr 45 Grad. Ja. Ich empfehle dir, immer dünn vorzuzeichnen, so kannst du ohne Radieren noch korrigieren. So, jetzt haben wir hier diese Kante und das verbinden wir jetzt durch einen Halbkreis. Und der Halbkreis ist ja dann das obere Lid, ja. So. Müssen wir ein bisschen anders hinsetzen, dass ich das gut zeichnen kann. Meine Augen rollen wir ja auch weg. So. Jetzt haben wir diese Grundform, ja, also Höhe mal Breite festgelegt vom Auge. Ja, es geht auch im Wesentlichen darum, nicht jetzt das Auge hundertprozentig zu kopieren, sondern es geht um das Wesentliche, wie ich bereits hier auf der linken Seite geschrieben habe. Ja. Und es ist auch immer gut, die Hilfslinien mit einzubringen und ich zeige dir gleich noch, wie wir die anderen Hilfslinien hier setzen, damit man wirklich eine gute Orientierung hat und später wirst du dann die Hilfslinien nicht mehr brauchen und das frei zeichnen können. Ja. So, also, wir haben das gefällt mir noch nicht so richtig hier. Das kannst du bei dir auch machen. Versuch mal ruhig eine gute Form hinzukriegen für ein Auge. So. Ich muss den Arm nochmal sehr verdrehen hier. So gefällt es mir besser. Sieht irgendwie runder aus. So, jetzt suchst du dir die Mitte hier und ziehst hier unten eine Linie runter. Eine senkrechte Linie. Das ist die Mitte des Auges und demzufolge auch die Mitte der Pupille wird das, ja. Dann ziehen wir hier eine senkrechte
und hier eine senkrechte. Ungefähr, dass wir die gleichen Abstände haben. Und in dieses Feld zeichnen wir jetzt unsere Iris hinein. Die Iris ist kreisrund, wird vom oberen Lid bei einer normalen Ansicht des Auges ein wenig verdeckt. Also, los geht's. Zeichne hier langsam einen Kreis rein. Erstmal wieder dünn und dann, wenn du zufrieden bist mit dem Kreis, wenn er dir rund erscheint, ja, ziehst du ihn etwas stärker nach, weil der Rand der Iris ist immer sehr, sehr dunkel. Ja, schön rund. Beim Kreis gebe ich dir noch den Tipp, dass er hier die größte Ausdehnung hat. Ja? Also wenn er bei dir nicht stimmt, achte mal darauf, dass hier die Ausdehnung am größten ist. Hier oben geht er ja noch weiter, aber das obere Lid verdeckt halt die Iris, den Teil der Iris. Als nächsten Schritt zeichnen wir hier die Mitte ein. Ja? Also hier geht der Kreis lang und die Mitte. Und um diese Mitte herum zeichnen wir die Pupille. So, du siehst hier, ich habe einmal links einen runden Lichtreflex, hier habe ich zwei mehreckige eingebaut. Das kannst du handhaben, wie du möchtest später. Jetzt geht es erstmal nur um das Prinzip, dass sozusagen dieser Lichtreflex auch die Pupille ein wenig bricht. Ja, so wird das Auge lebendiger und interessanter. Also zeichnen wir hier einen zweiten Kreis einfach rein. So. Also bis jetzt haben wir den Tränenkanal, das untere Lid, das obere Lid. Wir haben die Iris, die Pupille und den Lichtreflex. Weiter geht's. Wir zeichnen jetzt die obere Lidfalte mit ein und die untere Lidfalte. Da setzen wir ungefähr hier an, zeichne immer dünn vor und wenn dir was nicht gelingt, radier einfach weg. Radieren ist kein Problem. Ja. Zeichnen hier einen Halbkreis rüber. Hier bleiben trotzdem leichte Ecken, ja, wir machen das nicht zu rund. Und ziehen hier hinten auf der Seite wieder runter. Und denk immer daran, das linke Auge oder das obere ist nur ein Anhaltspunkt, nur ein Richtwert. Ja? Es ist nicht das Auge, das ultimative Auge, sondern einfach nur ein Auge, was wir hier als Referenz nehmen, um den Grundaufbau zu demonstrieren. Ja? So, Lidfalte. Und die unterste, erst die Wasserlinie. So, die Wasserlinie ist so ein Stück näher dran, halb so viel ungefähr wie das obere Lid. Also eine Doppelung des unteren Lids. Ja. Und zeichnen uns hier unten mit einem Halbbogen die untere Lidfalte ein. So, du merkst, es wird langsam. Die anderen Felder, die weiter unten sind auf dem Blatt, kannst du natürlich noch zum Üben nehmen, würde ich dir auch unbedingt empfehlen, ja, dass du das wirklich mehrmals durchzeichnest. Drücke dir das Übungsblatt ruhig 2-3 Mal aus und zeichne immer wieder, bis du das drauf hast, ja, bis du die Proportionen beherrschst. Und dann kannst du diese Hilfslinien komplett schon weglassen. Aber jetzt helfen sie uns erstmal wirklich die Proportionen einzuhalten, unsere Hand zu schulen und unser Auge, unsere Beobachtung daran zu gewöhnen. So, als nächstes schauen wir uns mal die Augenbraue an. Du siehst ja, die Augenbraue ist hier angedeutet und verläuft hier in einer Wellenform. Ja? Die ziehe ich mal hier mit rüber. Mach das mal gleich mit. Hier schön runtergehen in die Ecke rein. Ja, hier ist die Schläfe von dem Kopf. Und deswegen knickt diese Augenbraue hier mit der Kopfform auch ab auf dieser Seite. Hier gehen wir einfach hoch und haben dann hier schon diese Augenbraue, die hier spitz ist und hier
etwas breiter an der Innenseite des Auges. Ja? So, du siehst ja den Härchenverlauf, ja, dass wir diese Form schön umschreiben. Das werde ich mir hier mal langsam einzeichnen. Wir haben hier unten die untere Seite der Härchen. Ja, das ist erstmal eine grobe Struktur, die wir vorgeben. Wie das genau gemacht wird, zeige ich dir den kompletten Zeichenkurs, ja, wo du über diesen QR-Code hier Informationen holen kannst. Ja, da kommst du direkt auf meine Webseite. Weil so die Ausarbeitung des Auges ist wirklich ein minutiöser Prozess. Ja. Der geht in so einem Kurzvideo einfach nicht. So, jetzt ziehen wir hier oben unsere Linien rein und drehen uns hier ein bisschen rum, sodass wir eine Struktur erstmal haben für die Augenbraue. Okay? Wenn dir das zu schnell geht, stoppe das Video, spul zurück und über diese Struktur der Härchen immer wieder. Ja. Die Reihenfolge kannst du machen, wie du möchtest. Ich habe gemerkt, dass diese Reihenfolge am besten ist, ja, weil sie sehr, sehr flüssig ist vom Zeichnen her. So, also Augenbraue erledigt. Du siehst nochmal was zum Wissen. Steht an der Innenseite und an der Außenseite. Also ist breiter als das gesamte Auge. Mal ist es ein bisschen schräger, mal ein bisschen kürzer, mal ein bisschen haariger, mal ein bisschen weniger. Das hängt vom individuellen Typ ab. So, jetzt zeichnen wir. Ach, bevor wir die Wimpern zeichnen, gehen wir mal hier zu dem Tränenkanal und zeichnen uns mal diese Linie hier nach und fügen eine zweite dazu, was die Dicke der Hautfalte des Auges zeigt. Unser Augapfel dreht sich ja, wenn wir nach links, rechts, oben oder unten gucken, dreht er sich ja in dieser Falte. Und wenn wir hier ein Körnchen drin haben, merken wir das gleich. Das schleift und wir empfinden das als Schmerz. Also, es ist wichtig, hier eine Hautfalte zu zeigen. Und hier legen wir uns einfach mal so ein Ei rein. Ja, ganz einfach. Da ist mal so eine Knubbel drin, die man nicht so genau deuten kann. Ja, malen wir den Rest mal aus. So. Haben uns also um den Tränenkanal auch gekümmert und ihn nicht vergessen. Jetzt kommt das Allerwichtigste beim Auge, jedenfalls für die Ansicht des Auges, ja, und das sind die Wimpern. Hier sind schon mehrere und hier habe ich die einzelnen gezeichnet, damit du noch genau siehst, wie werden die gezeichnet, in welche Richtung, welche Länge hat oben, welche Länge hat unten, und das zeige ich dir jetzt ganz genau. Je schöner dieser Schwung ist, und es ist gut, wenn du den nochmal einzeln übst, je ausdrucksstärker wird dieses Auge. Ja, das ist ja jetzt, so kann man sagen, hier ein Frauenauge. Ja. Die Männer haben ja weniger so eine starken Wimpern. So, legen wir los. Fangen wir an mit der Innenseite der Wimpern. Die Innenseite, Theorie, ist kürzer. Die Härchen sind kürzer als hier an der Außenseite und oben. Du siehst, die Härchen laufen in diese Richtung, werden dann steiler und erleben hier einen Richtungswechsel und gehen dann hier rum. Wir zeichnen erstmal einzelne Härchen ein, dass wir uns nicht verwirren mit zu vielen. Also, so, los geht's. Etwas kürzer, gehen erstmal nur der Orientierung. Ja. Und hier werden sie steiler und hier noch steiler. Und hier oben gehst du einfach in die andere Richtung, drehst den Stift so lang. Ich weiß, die Härchen zu zeichnen, die Wimpern, ist nicht so einfach, weil man braucht da wirklich so einen schönen flüssigen Strich. Ja. So kannst du auch einmal eine Doppel zeichnen. Und jetzt legen wir mit den unteren los. Ja. Also übt die Wimpern unbedingt nochmal auf separaten Blättern, beziehungsweise im unteren Teil des Blattes. So, bei den unteren ist genau das gleiche an der Innenseite. An der Innenseite werden sie kürzer, an der Außenseite länger. Insgesamt sind die Haare unten, die Härchen, sagen wir mal lieber, kürzer
als die oberen Wimpern. Ja, die oberen Wimpern fangen ja den Staub auf, ja, damit uns kein Dreck, wie ich gerade gesprochen habe, ins Auge fällt und wir ständig reiben müssen. Also los geht's. Hier fange ich an der Außenseite an. Du siehst, die gehen in diese Richtung. Dann kommen sie senkrecht darunter, gehen hier machen wir einen Richtungswechsel. Und hier gehen wir nach hier. Dann kannst du was raus. Die kommen hier so an dieser Stelle ungefähr immer raus, ja, je nachdem, wie der Winkel ist. Okay. So. Ja, jetzt haben wir das schon fast alles durch, also die einzelnen Teile des Auges, und werden jetzt gemeinsam das konkretisieren. Also ein bisschen verstärken. Ich führe dich jetzt in die fotorealistische Zeichentechnik ein. Wenn du ein Wattestäbchen hast, also für die Ohren zum Reinigen, hol dir das bitte. Vielleicht hast du auch schon diesen Papierwischer, und wenn nicht, nimmst du einfach ein Zellstofftaschentuch. Ja, irgendetwas zum Verwischen. Ganz einfache Sache. So, legen wir los. Du siehst ja, die Pupille ist das Schwärzeste. Ja, und das zeichnen wir jetzt mal einfach hier durch. So, einfach ausmalen. Du siehst ja, wenn die Grundform festgelegt ist, ja, wenn das Auge stimmig in sich ist, ist es viel besser. Man kann ganz in Ruhe sich wirklich um den Inhalt des Auges kümmern, um die Ausarbeitung des Auges. Also immer erst gucken, ist das Fundament stimmig, lohnt sich die Ausarbeitung, weil die Ausarbeitung ist natürlich wesentlich umfangreicher als dieses Vorzeichnen. Also, wie gesagt, jetzt gibt es noch eine kurze Einweisung in die fotorealistische Zeichentechnik. Wir machen die Pupille schwarz. Ja, ich habe hier den 2B-Stift, ich nehme jetzt keinen 6 oder 8B. Normalerweise mache ich das mit einem 8B. Ja, aber es geht jetzt nur darum, dir den Weg zu zeigen. So, Pupille ausmalen. Jetzt haben wir die Iris. Grundsätzlich zu den Lichtgesetzen. Das obere Lid, ja, das Licht kommt meistens von oben, und das obere Lid wirft einen Schatten. Ein Schatten auf, ich hole mal das Modell, auf den Augapfel und auf die Iris. Ja, also es ist dunkler als im unteren Bereich. Das Auge ist eine Kugel. Ja, das heißt, hier geht es wieder weg vom Licht. Das heißt, dieser Bereich und dieser Bereich wird auch noch etwas dunkler und nach hierhin heller. Ja, so, und das zeichnen wir jetzt mal ein. Dann wird es immer klarer, wenn man das direkt erklärt und gleich mittut. Also, zunächst zeichnen wir mal von der Iris hin zum Zentrum der Pupille Striche. Kleine, feine Linien, nicht bis zur Pupille ran, sondern nur in die Richtung. Ja? Kurz vorher aufhören für gewisse Effekte. So, oben ziehst du einfach hier so rum erstmal. Da geht es erstmal nur darum, das ein wenig dunkler zu machen. Ich zeichne hier mal noch rum. Du siehst, es entsteht schon so etwas wie ein Muster. Ja? Geh ruhig nochmal nach. Die Außenseite der Iris ist ja etwas dunkler, sagte ich vorhin schon. Ja? Du siehst schon, das ist ein minutiöser Prozess. Aber das Auge beginnt immer mehr zu leben. So, und hier oben gehe ich meistens hier so ein bisschen legerer rüber, um das abzudunkeln. Achte darauf, dass du den Lichtreflex möglichst nicht berührst. Wenn ja, einfach ausradieren. Ja, denn das hellste am Auge wird letztendlich das Papier sein, das du gewählt hast. So, siehst du? Ich zeichne jetzt noch mit einem relativen groben Stift. Mit grob meine ich, dass die Mine relativ stumpf ist. Später denn, bei der endgültigen Ausarbeitung, wird der Stift natürlich immer spitzer. Also, dass man ganz feine Linien gezogen bekommt. So, und wir verstärken mal noch den Rand der Pupille, der Iris nochmal.
Und ich sagte ja, dass der Schatten vom oberen Lid auch auf den Augapfel trifft. Und da machen wir uns mal einfach jetzt hier ganz einfach, indem du den Stift ein bisschen schräg hältst. Ja, zeichnen wir uns mal einfach hier oben einen kleinen Schatten rüber. Ganz wenig aufdrücken, einfach nur so ein bisschen, ja, dass es dunkler ist. So. Hier oben ziehst du auch noch mal etwas dunkler nach. Ja, den Rand, hier ist es ja am dunkelsten, weil hier auch die Iris am dunkelsten ist. Geh mal hier noch mal rein. Wenn du natürlich dunklere Stifte hast zu Hause, also dieses Set, was ich auch in den Zeichenkursen empfehle, also welches Material du brauchst, welche Fallbleistifte und so weiter, kannst du das natürlich hier gleich wunderbar mit anwenden. So. Jetzt gibt es noch ein bisschen mehr Druck. Zieh mal den Lichtreflex nochmal nach, dass der klar getrennt ist. Und jetzt nehmen wir uns mal den Papierwischer, Wattestäbchen, was auch immer du hast, ja, und wischen mal hier vorsichtig unter dem Auge. Auf dem Augapfel lang. Ja, hier ist es dunkel, hier ist es besonders dunkel und nach hier wird es immer heller. Ja. Also schön vorsichtig wischen mit wenig Druck, sonst sieht es sehr schmuddelig aus auf einmal. Ja. So. Hier schön unten drunter jetzt ein bisschen mehr Druck machen, schön dunkler machen. So funktioniert der Prozess des Fotorealismus oder des Lebendigzeichnen, wie es mir besser gefällt. Jetzt verwischte hier ein bisschen drin noch. Ja. Ist hier noch rein. Wir zeichnen sozusagen eine Schicht, verwischen die und zeichnen die nächsten Schichten rüber. Und beim Auge sind das durch 6, 7, 8 Schichten, ja, bevor wir da hinkommen, wo wir hinwollen, dass es diesen 3D-Effekt bekommt. Ja. So, und in diesem Video zeige ich auch noch den zweiten Schritt, der dazu führt. Du nimmst dir bitte nochmal den 2B-Stift und das, was wir verwischt haben, verstärken wir wieder natürlich. Ja. Also, los geht's. Wir ziehen das Lid nach, das obere Lid. Ich werde mal kurz den Stift ein wenig spitzen, dann siehst du das, glaube ich, ein bisschen besser. Irgendwann ist der Stift dann einfach zu stumpf von dem Zeichnen. Ich habe ja hier diesen Fallminenstift, ja, den nutzt sich nicht so schnell ab wie ein Holzstift. Und jetzt ziehe ich das nochmal etwas genauer nach, ja, so. Und du siehst, wenn man das wieder akzentuiert, ja, erscheint es so, als wenn es drüber liegt. Ein Kindergarten läuft drauf und lang hier. Ja, das ist ja auch so, dass das Lid, das obere Lid, liegt schließlich um den Augapfel. Ja, also einfach nochmal die Linien verstärken, die wir jetzt so ein bisschen weggewischt haben. Das untere Lid ist nicht ganz so stark. So. Und in der Mitte nochmal die Pupille. Du siehst, durch diese Schritte, diese einzelnen, bekommt es immer mehr, einen immer größeren 3D-Effekt. Siehst du? Ja, und hier den Rand noch nach. So. Schön nachziehen. Und wenn wir jetzt hier die nächste Schicht drüber legen, wird das unglaublich lebendig. Ja. Du siehst, ich arbeite immer alles mit dem gleichen Stift. Ja. Später denn, also in dem kompletten Kurs zeige ich dir, welche Stifte du dann brauchst und wann du die einsetzt, was vielleicht noch wesentlich wichtiger ist, um diese Effekte zu erzielen. Ja.
So, das soll es mit diesem Schnupperkurs gewesen sein. Ich hoffe, du bist gut mitgekommen, ja, hast das System des Auges verstanden, also das Wissen. Und das Wissen haben wir jetzt gemeinsam angewandt. Und du siehst auch, dass das Erklären mit geometrischen Formen, dass das räumliche Verstehen, die Vorstellungskraft wesentlich erweitert wird, wenn man sich das mit geometrischen Formen erklärbar macht. Ja. Das kann eine Kugel sein, wie beim Auge, beim Haus, ja, ein Zylinder, ein Quader. Ja, bei einer Kirche kommt noch hier eine Pyramide oder so eine ähnliche Formel drauf. Ja, also es geht darum, das zu abstrahieren, um sich das leichter zu machen, zeichnerisch zu erfassen und dann zu individualisieren. Ja, dass wir sozusagen dann unser eigenes draus machen. So unterrichte ich eigentlich meine kompletten Zeichenkurse, ja, auch den Grundlagenkurs vom Anfänger zum Meister, wo man praktisch ja, über 2D-Grundform, 3D-Form, räumliches Zeichnen, das realistische Zeichnen, was ich gerade angeschnitten habe, lehre, aber auch die Perspektive und Licht und Schatten, was ich jetzt auch schon hier versucht habe, dir zu erklären, warum das Licht so fällt, wie es ist und welche Gesetze da herrschen. Ja.